herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Auf dieser Fläche soll ja mein Berg mit Zugstrecke und vielen Funktionen entstehen. Wir machen heute oben links mit der Transrapid-Strecke weiter. Und was man sonst noch so auf einer großen Fläche alles machen kann, das wollte ich euch heute auch noch zeigen. Man kann sich natürlich mit Steinen beregnen lassen, wie am Anfang schon gezeigt. Oder man nimmt sich eins von seinen Lieblings-Lego-Kisten, breitet ein Deckchen aus, legt die Brille natürlich an die Seite, legt sich hin, deckt sich schön zu und zählt die Schäfchen. Aber selbst in der Nacht ist man ja nicht sicher, denn da kann es natürlich auch regnen. Muss man nicht haben, ist halt so. Jetzt aber los, wir haben einiges zu tun, auch was die Planung angeht. Als erstes werde ich jetzt hier die Schienen wieder wegnehmen. Sie behindern mich ja doch ein bisschen beim Bauen. Ich habe das Ganze natürlich schön dokumentiert und natürlich vorher Fotos gemacht, damit ich weiß, wie das Ganze liegt. Hier der Beweis dafür, wie ihr seht, ja, ist doch eine klasse Sache. Und auch an der Stelle, wo ich anfange, habe ich das genau markiert. Ich habe mich erstmal ein bisschen eingedeckt mit Grundstein, und zwar in grün, 2x2, 1000 Stück, wie ihr hier gerade seht, und 1000 Stück von den 2x4 Steinen in grün. Unterstützt hat mich dabei Ralfs Steinwelt bzw. Ralfs Bricks. Ich habe euch soweit alles in der Videobeschreibung auf jeden Fall hinterlegt, könnt ihr ja auf jeden Fall mal vorbeischauen. Top-Preise, lohnt sich auf jeden Fall, dies nur mal als kleine Empfehlung. Als erstes nehme ich jetzt hier die Schiene weg. Dazu muss natürlich der Transrapid ein bisschen zurückgeschoben werden. So, ne, Moment, noch ein Stückchen. So, jetzt kann ich die Schiene nämlich abbauen. Das heißt, ich werde diese 1x2 Flat-Teils hier an der Seite, die oben auf der Schiene befestigt sind, hier wegnehmen. Einmal links und einmal rechts auf der anderen Seite auch. Das sitzt ganz schön stramm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt kann ich die Schiene so ein bisschen mit hin und her drehen, leicht vorsichtig wegnehmen. Das sitzt wie gesagt sehr stramm drauf. Die ganze Transrapid-Strecke ist bei mir ja abnehmbar. Nicht nur die Schienen, auch die Pfeiler. Aber ihr seht, schaut mal her, so sieht die Schiene aus. Die nehme ich mir jetzt und lege sie mir dahin und baue sie halt einfach ab. Jetzt liegt die Schiene daneben und auf geht es, irgendwo müssen wir starten. Ich habe auch noch so ein bisschen das Altgrau, das werde ich in der Mitte der Schiene so ein bisschen dann damit verbauen und wird man hinterher auf jeden Fall dann nicht mehr sehen, weil wir das Ganze ja auch dann anschließend noch von oben fließen werden. Aber ich denke, ja, ihr seht, es ist ziemlich viel zu klicken und ich habe das mal auch gezählt, es sind tatsächlich 250 Teile pro Schiene. Circa jedenfalls, ich baue ja nicht jede Schiene gleich, aber so ungefähr auf jeden Fall. Ja, ihr seht, ziemlich viel zu klemmen. Mit diesen beiden Teilen baue ich die Unterseite der Transrapid-Schiene. Einmal ja dieser Slope, einmal ein Slope, der oben abgerundet ist und einmal der Baurichtungsumkehrer. Ja, insgesamt sind das hier wieder auf der Unterseite somit zusammen 62 Teile, also 31 pro Stück. Ja, und es ist ziemlich viel zu klicken und ich leg das auch absichtlich so hin, denn so liegt es auf jeden Fall flach auf und es lässt sich so besser bearbeiten, als wenn man das alles dann in der Hand klickt. Stabil sind die Dinger auf jeden Fall, müssen ja auch schließlich einiges tragen. Ja, und wie ich finde, wenn man sich das mal von vorne so anschaut, gar nicht mal ganz so schlecht. Ja, und jetzt bauen wir das Ganze da oben ein. Wir nehmen die erste Schiene, bauen sie wieder ganz behutsam auf die Pfeiler ein, nehmen die 1x2 Teils, klicken sie drauf und schieben den Transrapid ein Stückchen vor. Dann nehmen wir die zweite gerade gebaute Schiene, setzen sie ganz, ganz vorsichtig ein, sodass alles auch richtig gut passt. Und anschließend natürlich auch hier wieder die 1x2 Teils drauf und wieder den Transrapid ein bisschen vorschieben. Das sieht doch schon mal gar nicht ganz so übel aus von hier, wenn man sich das mal so anschaut. Es ist auch schon eine beachtliche Länge jetzt zusammengekommen. Ich habe noch gar nicht weiter hingemessen, aber die Transrapid-Strecke ist auch noch nicht fertig. Schaut euch das mal an. Ich finde es einfach nur richtig klasse bis hier. Toller Hingucker, absolut. Und wenn er dann von links und rechts wieder hin und her fährt, ich glaube, das wird echt klasse werden. Ja, jetzt heißt es hier, ich muss den Transrapid auf die Seite legen, denn ich muss gucken, wo letztendlich hier das mit dem Umschalter auf der Schiene passiert und so weiter. Und das wollte ich jetzt einmal so ein bisschen alles austarieren und austesten. Und ihr seid tatsächlich live mit dabei, kann man sagen. Hier habe ich diesen Umschalter in der Schiene einmal. Ich versuche es mal so ein bisschen zu zeigen, ohne Blenden. Ja, ich glaube, jetzt sieht man es ganz gut.
Ja, denn der muss natürlich, da müssen wir gucken, wo wir den hinsetzen. Und ich habe mir gedacht, ja, so hier müsste es ungefähr vielleicht passen, denn das Tunnelportal vom Transrapid, das werden wir letztendlich ja hier so schräg einbauen. Und danach kommt ja schon dieses Plastiktütchen in schwarz, was dann auch darunter hängen wird. Und deshalb muss ich gucken, aha, wo ist das letztendlich? Ah ne, ich muss noch ein Stückchen rüber, habe ich gerade gesehen. Das ist wirklich jetzt ein richtiges Austesten, wo baue ich es hin. Und wahrscheinlich gehe ich nochmal mehr 2 Noppen nach rechts. Das passt schon später mit der Zugstrecke, habe ich alles genau überlegt. Macht euch da mal überhaupt keine Sorgen. Ja, so müsste das Ganze jetzt eigentlich, würde ich sagen, passen. Vielleicht müsste man noch mal einmal gucken, wo gleich dann die Schräge ist letztendlich. Ich gucke noch mal einmal, ja, hier dann die Folie gleich dann runter gerade. Ja, sollte reichen. Vielleicht tue ich es dann doch noch mal 2 Noppen nach rechts. Muss ich letztendlich sehen, aber letztendlich sind wir so auf der sicheren Seite. Und das wird definitiv auch so funktionieren. Und letztendlich kann ich sagen, so lang muss die Schiene sein. Und ja, und im Berg brauche ich sie natürlich nicht auch komplett in Grau weiterzubauen, weil wir werden es letztendlich nicht mehr sehen, welche Farbe sie haben wird. Wenn wir jetzt ins Berginnere weiter reinkommen, ist natürlich alles dicht, das heißt, ich kann auch mit bunten Plates arbeiten, das spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Nichtsdestotrotz sind es natürlich genauso viele Teile, als wenn es eine andere Schiene wäre. Nicht ganz so viel, klar, unten drunter das Geschnörkel ist weg, aber es ist doch trotzdem ganz schön viel. Und das ist auch nicht das einzige Stück, was ich jetzt machen werde, sondern ich werde gleich auch noch den Umschalter machen. Ich habe mir jetzt gedacht, was soll's, komm, machst du die Transrapid-Strecke heute einfach zu Ende. Einfach die Länge, die sie braucht. Es nützt nichts, irgendwann muss das Projekt ja auch mal quasi fertig sein. Auch wenn es noch nicht ganz so wirkt, weil der Berg dann noch nicht drum ist. Aber jetzt halt noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Alles schön festklicken, ja, und von unten auch nochmal so ein bisschen stabilisieren. Gut. Ja, was meint ihr? Ich denke, wir haben ganz schön viel geschafft heute hier. Schaut mal her, ich habe hier alles schon eingefügt, alles soweit fertig gemacht. Das Einzige, was wir gleich machen müssen, ist natürlich noch der Test. Und den machen wir definitiv auch. Hinten passt ja schon an dem anderen Berg. Da funktioniert alles. Nur auf der Rückseite sieht es doch von unten ein bisschen anders aus. Und von daher gucke ich mal, wie ich das dann letztendlich lösen werde. Also jetzt dann erstmal der Fahrtest. Und ich würde sagen, los geht es jetzt. Ja, nee, andere Richtung. Moment. Und los. Und ich drücke die Daumen. Ja, das ist Wahnsinn. Es funktioniert. Ich feiere das total. Das ist sensationell. Sensationell. Ja, also ich feiere das wirklich heute echt total. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr heute davon haltet, vom Baufortschritt und natürlich, dass auch endlich alles funktioniert hat. Ach, ich bin total happy. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne, wisst ihr doch. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ich denke, hier unten irgendwie ein bisschen mehr zuzaubern. Das muss das Ziel sein. Vielleicht schon ein paar Gleise verlegen. Wer weiß. Bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen.